Hier. Dann habe ich meinen Computer auf den Fernseher gesteckt. Dann kann ich auch Sachen so machen. Das habe ich, im Moment habe ich das nicht, aber da kannte ich irgendwie so eine Maus mit ohne Kabel und ein Keyboard ohne Kabel. Und dann kannte ich hier so mit meinem Computer, mit dem Fernseher einfach Sachen auf den Computer machen. Da ist das auch ganz groß, da kann ich auch ganz viel sehen. Nicht? Und dann kann ich auch so ein bisschen bessere Sachen machen. Da kann ich alles besser sehen. Also da hätte ich so eine Maus, nicht klicken und dann kann ich auch Sachen da machen. Mit den Fernseher. Und das hat auch irgendwie nicht, aber die kann ich nicht gleichzeitig machen. Da muss ich ein oder andere. Also das ist ähm, hat schon Wert, sowas zu haben. Dann hier habe ich irgendwie hier ist es schon ein bisschen weggegangen, aber da habe ich schon ganz tolle Sachen da gemacht. Das hier ist Wasser. Hier ist Wasser und hier ist irgendwie so ein Gerät und das soll irgendwie auf und zu. Und dann so wie viel Wasser muss man haben und wie viel Kraft muss man haben hier, um das Ding zu drehen und sowas. So eine Mathe mache ich auch. Das wird von meinen Studierenden, sowas würde ich auch machen. Hier habe ich noch eine, nicht, da sagt man, ja, wenn das Ding irgendwie hier ganz runter ist, mit wie viel Kraft muss ich drücken, hier das Wasser rauszukriegen. Und wenn das Ding ganz hoch ist, dann wie viel Kraft muss ich auch benutzen. Dann kann man auch sehen, da habe ich alle die Sachen hier runtergeschrieben. Das P, das Pressure, Density, Gravity, Height. So it all has to do with the air pressure, the density of the water. And then there's also volume of the water. So there should be a V for volume. But so, you kind of have things like that. Let's go over to this one. So here we have L is length, Z is height, this is density. So if you have length and height, then you only need depth. So here's A is area. So you have area, and then you have height, that's volume, and then you have density, and that is volume times density is mass, and then times gravity is force. So you have area over here, and then the area changes based on this line and this angle. That's what this is telling you how the area changes based on the angle, right? And then over here you have, so what I would do is I'd have this in a computer program, and when the angle changes, the formula changes with the angle, right? So then the length here, the L, I'm not sure, I think that the L here in this situation has to do with, okay, so here we have Z max. It's been a while since I've done this. Okay, Z max is the maximum height, and then L is the height of this piece. So if you have maximum height minus L, so maximum height is measured from down here all the way up here. So if you subtract this L divided by 2 sine theta, which is kind of this portion over here, then you have the actual height. Then the area is, this piece that comes out like this. So it would be like this. So there's area, and it's going up by this distance here that we calculated. And then you have density is the force, or is the mass times the area. The area changes as the angle changes. So here's the angle, here's the angle. So the area changes as the angle changes. And then you have the density times the volume.
that is changing based on the angle, and then gravity makes the force. So you have force in that direction. On this part, you have the force in this direction. So what that is based on is see, it's been a while since I've done this. Let me see. So what it is it has to do with depth. So, and it also has to do with the angle. Oh, this is the same. I'm sorry. This is the same formula. I just, rho g is gamma. So I just changed rho z to gamma, and then I moved the a over here. So it looks like for the other force in this direction, it all got erased. You know, but I have my notes. Here I have stuff with the velocity of the water. You know, so like if this lifts up and this gap is a certain size, how quickly will the water come out, and with what force and pressure will it come out? So a lot of these formulas have been erased, but when I was in this class I was studying, I definitely knew how to do all of that stuff. So and that was actually the class where my grade was the highest, despite the fact it was one of the harder classes. So, die Küche kann ich auch dir zeigen. Hier habe ich Kaffee und Tee und Nutella. Dann Mikrowelle und dann hier habe ich auch Fleisch in den Ofen gesteckt. Dann ist das, normalerweise ist das alles voll von die andere Kerl hat Essen, aber jetzt hat er auch kein Essen, ist nicht hier. Also, da habe ich Rice, Protein Powder, more Rice. Da habe ich auch nicht ganz viel Sachen. Heute habe ich irgendwie Milch gekauft. Und dann Kartoffeln habe ich auch. Und dann hier habe ich auch Süßigkeiten. Und dann hier habe ich auch ein bisschen Fleisch. Da ist auch so ein bisschen Fleisch. So. Dann hier. Nicht? Das muss ich nicht alleine machen. Und dann, heute ist das ganz dreckig. Vor einer Woche war das alles ganz sauber. Da war gar nichts hier. Es war alles, eine Woche her schon war das alles ganz sauber und jetzt ist das wieder weg. Also, das konnte ich irgendwie in 20 Minuten alles wieder sauber machen. Also so, von meiner Seite ist das nicht so schlimm. Wenn das mich stört, dann kann ich einfach 20 Minuten alles sauber machen gleich. Nicht, das kann ich alles so. Das kann ich dir gleich mit einer Hand. Nicht. Sachen hier drin stecken. Das ist mein Tee. So ist das. Nicht? Dann kann ich alles nehmen, hier gleich. So. Einmal wegstecken. Das dauert so 2 Minuten. Dann habe ich schon die Hälfte weggesteckt. Nicht? Das will ich nicht wegstecken. Also das Ding, die Sachen benutze ich alle jeden Tag. So, das ist ganz billig. Das Ding hier, 240, das ist $8. Da habe ich 4 Monaten ungefähr, 8 Monaten
hier ist noch 6 Monaten, nicht sowas. Also das Ding ist so 8 bis 12 Dollar. Das kann man einmal billig kaufen, einmal ganz teuer kaufen, aber ungefähr 8 bis 12 für 8 Monaten ist auch nicht so schlimm. Nicht? Und dann hier ist das auch. Das kommt alles nur von Pflanzen und von Tiere und sowas. Das ist einfach so, wenn man sowas hat, das habe ich schon seit 3 Jahren her gekauft. Das ist irgendwie Protein Isolate. Also da sind die Sachen hier drin sind, das kann man auch ein paar von die hier drin finden. Nicht? Also das kommt von, das kann man von irgendwo hin, das ist einfach ganz billig, das ist 8 Monaten 12 Dollar, 6 Monaten ungefähr 12 Dollar, ist das so 6 bis 8 oder sowas. Also die Sachen kaufe ich ganz billig und das ist auch irgendwie, das kann ich schon merken. Den da kannst du Carsten nachfragen, da kann er schon sagen, das ist ganz gut zu nehmen. Also Carsten weiß schon, was das ist, das weiß ich. Das wird er auch schon wissen, aber das ist noch ganz lange her, also vielleicht steckt das ganz da hinten, dann muss er auch nachdenken. Und das wird er auch schon einmal gesehen hatten in die Schule. Das hat er auch irgendwie in die Schule gesehen, das glaube ich auch. Das ist eigentlich ganz neu. Das habe ich auch ganz billig gekauft. Das kommt von, kann man besser nachdenken, nicht? Da kann man besser nachdenken. Hier kann man besser schlafen und sowas. Hier kann man irgendwie besser das oder das machen. Hier kann man besser Energie von das Essen rauskriegen. Also das ist nicht so komplex. Hier ist das kommt auch mit Sachen, im Kopf weiß ich auch nicht ganz genau, was die Dinge noch machen, aber das geht irgendwie mit Neurotransmitters. Nicht? Also da braucht man sowas, wenn man nicht richtig gut isst, dann kann man auch manchmal nicht so viel von die Sachen haben. Also wenn man ganz gut grüne Gemüse isst und ganz gut Fleisch isst und sowas, dann kann man die Sachen auch alleine kriegen. Aber das ist billiger, das einfach zu nehmen und dann muss ich auch keine Gemüse kochen und essen und sowas. Also kann ich das einfach so nehmen und dann muss ich auch nicht die Gemüse essen. Also mehr gibt's nicht. Ja. Hier hat man, das ist auch ganz Kreatin habe ich auch. Da hat man gesagt mit die Leute, wo ist das jetzt? Das weiß ich auch nicht. Kreatin, da weiß Carsten auch schon, was das ist. Das ist auch ganz gut zum Nehmen. Also da hatte ich, der Kerl hier vorher hat weggezogen und dann hat er Sachen wieder hier gelassen und nicht mitgebracht. Nicht, also das habe ich nicht gekauft. Der Kerl hat das einfach hier, dann ist es jetzt, gehört das auch zu mir. Das hier auch nicht, den da weiß ich auch nicht. Also da habe ich auch ein bisschen Fleisch hier. Der Kerl hat nicht mitgebracht. Das Fleisch habe ich auch umsonst gekriegt. Da kann ich auch einmal hier hinten laufen. Hier ist das Ding soll hier rein. Nicht? Aber das geht jetzt nicht. Wenn ich das da reinstecke, dann muss ich das auch wieder rausziehen, wenn ich das benutzen will. Also einfach hier draußen zu lassen, ist besser. Nicht? Deswegen habe ich das auch gemacht. Das kann ich dir sagen. Ja, kann ich meine Sachen waschen. Haha. Und da war ein Kerl und da war auch ein Kerl. Ein Kerl hat ein Mädchen reingebracht und da hat sie dafür
4 Wochen oder 6 Wochen gelebt. Einfach hier und da hat sie auch nicht gezahlt oder sowas. Also das war auch ein bisschen komisch. Aber da kann man ganz hören, was die da drin machen. Also da kann ich auch schlafen. Da habe ich Sachen auf mein Bett gemalt mit Bleistift, dass ich das besser, dass jedes Mal, dass ich ins Bett gehe, kann ich das auch lesen und dann weiß ich, dass Gamma ist auch Rho G. Also das weiß ich auch jetzt ganz genau. Das habe ich ganz oft runtergeschrieben und angeguckt und dann jetzt steckt das auch ins Gehirn. Also im Moment, da trinke ich keinen Kaffee. Bei Kaffee trinken, dann wird das Coronavirus schlimmer. Das habe ich schon ganz genau gemerkt. Da habe ich ganz viel Kaffee getrunken, da habe ich fast gestorben. Das war ganz anstrengend, du. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich gleich tot. Aber, also da kann ich auch keinen Kaffee trinken im Moment. Also da muss ich warten, bis das Ding weg ist und dann kann ich auch Kaffee trinken. Da sagt man, bei Kaffee trinken geht das Herz ganz schnell. Und dann ist das auch genau gleich wie wenn ich irgendwo hinrennen will und dann it's like exercise drinking coffee because your heart rate increases. So they say if you drink coffee, you have a lower risk of heart disease. If you drink too much, then it's worse. So hier oben habe ich auch meine Schulbücher. Dann kann ich einer gleich rausziehen und können wir das Ding angucken. Engineering Fluid Mechanics. Da hatte ich ein 88 gekriegt. Aber das war auch die Klasse, der Kerl wollte auch keiner rausschicken. Dann kommt er auch nicht wieder und zahlt mehr. Also das kann man schon merken, dass die das so ein bisschen machen. Aber da muss man auch die Sachen wissen. Und dann kann ich auch sagen, es ist scheißegal. Das will ich auch wissen. Nicht. Also das kann man schon sehen. Da ist so viel drin, da kann man das erklärt man ganz genau. Hier hat man so eine Wasserrakete. Da kommt das Wasser raus und dann schießt das Ding hoch. Dann kann man auch ganz genau sehen, warum das passiert. Und da ist alles die Mathe. Also das F ist Force. Das M mit einem kleinen Punkt da oben ist the change in mass. So it's the rate at which the mass changes when the water flows out. And then V here is either volume or velocity. In this case, I think the V is volume. Also T. Den kann ich das auch nicht lesen. So thrust force is equal to change in mass times volume. So change in mass is kilograms per second. Oh no, it is velocity. So some books have the little v as velocity, some books have the big V as velocity. Okay, so change in mass is kilograms per second. So it's change in volume per second divided by gravity. I said that wrong. It's change in volume per second divided by gravity.